Musik ist etwas, was jedem von uns in völlig unterschiedlichen Arten und Qualitäten gefällt, zumindest in der Regel. Und dass es mehr sein kann als nur etwas, was zur Unterhaltung, zum passiven Konsumieren geeignet ist, das werden wir im folgenden Gespräch erfahren. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen, diesmal aus dem Seminarraum des Therapeutikums von Oleg Lohnes. Was ist Musik? Wie muss man das verstehen? Klassischerweise hat das ja etwas mit Instrumenten, mit Gesang oder so etwas zu tun. Oder ist das mehr? Also kann man sagen, natürlich Musik als Schwingung selber, ja, ist eine Sache. Aber für mich, Musik ist alles. Also ich würde sagen, alles, was mit Schwingungen zu tun, ob das Menschen draußen Geräusche produzieren oder sprechen miteinander oder Autos vorbeifahren, Flugzeuge fliegen, ist alles Musik. Und deswegen zum Beispiel dieser Umgang mit diesen Schwingungen, die uns ständig beeinflussen und wir kommen in Resonanz mit solchen Schwingungen, entstehen Harmonie oder Disharmonie. Also bestimmen unsere Realität, unsere Lebensqualität. Und deswegen sage ich dazu, so wie ein Mensch mit Musik umgeht, so geht er mit Realität um. So wie er mit Musik umgeht, so geht er mit der Wirklichkeit, mit der Realität, auch mit unserem Planeten um. Das heißt, da wo die Achtsamkeit fehlt, haben wir in der Wirklichkeit dann auch einen negativen, disharmonischen Umgang mit unserer Wirklichkeit. Genau. Das heißt, viele Menschen benutzen Musik zur Unterhaltung. Ja. Und wenn zum Beispiel jemand nicht gut geht, dann hat er eine Lieblingsmusik vielleicht und dann hört diese Musik und sagt, oh, jetzt mir geht's besser. Und dann hört er vielleicht gar nichts mehr Musik, nur wenn es beim nächsten Mal so schlechter geht. Das heißt, und deswegen diese Musik nur zum Unterhaltung verwenden oder nur bestimmte Art von Musik, meiner Meinung nach schränkt uns sehr stark ein. Also zum Beispiel, wir nutzen Musik nicht richtig, nicht in vollem Umfang. Und diese Nutzen dahinter, diese Wirksamkeit, was noch im Leben noch bewirken kann, zum Beispiel, wird sehr stark unterschätzt. Das heißt, nur als Beispiel, wenn man jetzt spricht zum Beispiel von Lieblingsmusik, Mensch hört immer bestimmte Musik, nehmen wir als Beispiel klassische Musik, dann ganzer Gehör stellt sich auf diese Musik, Nervensystem stellt sich ein, sogar Körper, Geist und Seele, alles reagiert auf diese Musik und so. Und dann fühlt sich Mensch wohl, geborgen, alles funktioniert so. Dann kommt andere Musikart und schon Mensch empfindet das Ganze als Stress. Ja. Das heißt, aber im Leben läuft nie klassisch, jedes Mal anders. Ja? Das heißt, wenn ein Mensch von vornherein lernen würde, andere Musikarten wahrzunehmen und anders zu verarbeiten, dann wird er auch diesen Stress nicht mehr haben. Das heißt, muss man tatsächlich darauf achten, dass diese sogenannte Musik in Wirklichkeit nur als Schwingung, als Energiemenge betrachten, als Information betrachten und dann, wenn man das so macht und diese Schwingung als Energiemenge praktisch mit Gesamtkörper, Geist und Seele wahrnimmt und verarbeitet, ja, dann kann man viel mehr Nutzen daraus holen. Ist denn der Musikgeschmack nicht etwas sehr Individuelles und sehr Verschiedenes? Du hast Thema Klassik, aber das ist ja auch jetzt völlig wurscht, angesprochen. Ich meine, du wirst jetzt niemanden dazu bringen, oder es wird schwer werden, jemanden dazu bringen, der nur Klassik hört, jetzt plötzlich Hip-Hop zu hören. Oder jemand, der nur Hip-Hop oder Rap auf das steht, sich plötzlich Volksmusik oder Klassik anzuhören. Kommt man da nicht bei der Forderung nach Vielfalt sehr schnell an Grenzen der Persönlichkeit? Es ist eine Frage, wie man Musik hört. Hört man mit Körper, hört man mit Geist oder mit Seele? Sagen wir so, wenn man mit Geist hört, also was mir aufgefallen übrigens, Menschen hören tatsächlich zum größten Teil Musik mit Geist. Also warum? Weil wird geachtet auf Rhythmus, Melodie und deswegen manchen gefallen diese Rhythmen, zum Beispiel Techno-Musik und anderen gefällt zum Beispiel Volksmusik, sind Rhythmus und Melodie, Text spielt keine Rolle mehr schon. Das heißt, sehr wenige Menschen achten auf Seele zum Beispiel. Das heißt, was bedeutet Seele? Seele, das heißt Gefühl von plötzlich, wie gesagt, so eine Fantasie plötzlich da, Gedanken fliegen, Mensch sofort hebt eine andere Welt und dann, aber nur bei dieser Musik, nicht keine andere, ja, zum Beispiel. Und in diesem Moment natürlich Mensch praktisch abhängig nur von dieser Art von Musik.
Und wenn zum Beispiel ein Mensch sich wohlfühlt bei dieser Musik, dann frage ich es, was wäre, wenn man genau diese Musik nimmt, wo er sich wohlfühlt und 10, 20 Stunden abspielen. Der Mensch sagt, nee, 2 Stunden kann ich gerade so mich konzentrieren, aber mehr geht's nicht. Ich sage, Moment mal, aber was bedeutet das? Das bedeutet, 2 Stunden Mensch kann Leben genießen und den Rest des Lebens Scheiße fressen, oder wie nennt man das? Ja. Also das bedeutet, also man sieht sofort, also wenn diese Musik Mensch glücklich macht und diese Musik Mensch wohlfühlt, warum plötzlich nach 2 Stunden nicht mehr funktioniert? Das im Leben passiert das Gleiche. Mensch 2 Stunden kann Leben genießen und dann nicht mehr, oder was? Ja, und danach wird zum Kasse gebeten oder so. Das heißt, da habe ich festgestellt, diese Unstimmigkeit, und habe ich festgestellt, Menschen hören entweder mit Geist oder mit Seele oder nur mit Körper. Der Körper die ganze Zeit vibriert. Deswegen manche fahren Auto und dann ganz große Lautsprecher dort eingebaut. Das ist dann stark vibriert, das alles wird durchgeschüttelt. Und so, das heißt, mit Körper fühlen oder wahrnehmen. Das bedeutet, eigentlich richtig wäre, wenn man Körper, Geist und Seele gleichzeitig aktivieren würde und gleichzeitig mit Körper und mit Geist und Seele Musik hören. Das wäre natürlich perfekt. Und, ja. Und da kämst du aus der, ich sag mal, Problematik in Anführungsstrichen, aber aus der Situation heraus, dass die Sperre der Lieblingsmusik, des individuellen Geschmacks noch eine Rolle spielt, weil du mehrere Zugänge, Körper, das Geist heißt, und Seele... Frage, was will ich mit dieser Musik? Also ich benutze Musik, also ich kann sagen, ich habe keine Ahnung von Musik. Ich beschäftige Musik schon so intensiv und so lange, also ich sage mal, in Deutschland bin ich schon 25 Jahre, schon fast 26 Jahre und Tag und Nacht mit Musik beschäftigt. Ich behaupte, ich habe trotzdem keine Ahnung von Musik. Warum? Weil je mehr ich verstehe, umso mehr öffnen sich andere Türen und plötzlich mit bewusst wird, was eigentlich Wirklichkeit dahinter steckt und so. Und deswegen sage ich, ich benutze Musik eigentlich erstmal an erster Stelle als Reiz, also als Energiemenge an erster Stelle und diese Energiemenge in den Körper erstmal reinbringen. Das heißt, und was passiert dann, wenn man diese Musik als Energiemenge in den Körper reinbringt? Dann muss einfach Körper, Geist und Seele in der Lage sein, diese Energie rechtzeitig gut zu verarbeiten, also diese psychische Verdauungskapazität. Das heißt, bedeutet, wenn ein Mensch das schafft, Energie aus dem Körper rauszubringen oder richtig zu verdauen, dann Selbstheilung perfekt funktioniert, Regeneration perfekt funktioniert, Mensch ist belastbar, konzentriert, Immunsystem super stark. Also das heißt, Mensch fühlt sich tatsächlich in höchster Stress wie ein bester Urlaub. Also wie Fels in der Brandung. Damit wird Musik durchaus nicht nur zu einem Instrument, sondern etwas, was den Menschen regelrecht gut tut und heilt. Mittel zum Zweck. Ja. Also ich sage mal als Beispiel, wenn man Musik passiv hören würde, einfach so als Konsument, hinsetzen und hören. Und was wird hören? Also über sich ergehen lassen, so Musik wirken lassen. Ja? Mensch sitzt da, kommen diese Schwingungen, Mensch kommt Resonanz mit dieser Schwingung, diese Harmonie entwickelt sich und so. Mensch sagt, fühlt sich wohl, deswegen mit mancher Schwingung kommt nicht in Resonanz, Disharmonie, fühlt sich unwohl. Also dieses passives Hören bedeutet was? Energie geht rein, rein, rein und irgendwann ist Mensch voll, also Birne ist voll. Ja. Und dann, was passiert dann? Also Reizüberflutung eigentlich. Ja? Also das bedeutet, also Mensch praktisch hört nicht richtig zu letztendlich. Ja? Und das bedeutet dann, das ist vergleichbar, wenn jemand isst irgendwas, aber eigentlich isst nicht, einfach stopfen, reinstopfen, Essen reinstopfen, ohne durchzukauen. Irgendwann ist voll, ja. Also dann irgendwann geistige Verstopfung oder Situation wird zum Kotzen, ja. Also so Ähnliches passiert mit Musik. Also ich habe festgestellt, sobald man Musik in den Körper reinbringt, macht intensiver, stärker, plötzlich Menschen entweder sofort wegkicken, so sofort in Tiefschlaf verfahren und schnarchen, ja, oder plötzlich überhaupt nicht in der Lage, sich zu konzentrieren und gar nichts mehr funktioniert. Und das Gleiche passiert im Leben übrigens. Du sprichst jetzt, wenn du sagst, Musik in den Körper hineinbringen, von einem ganz spezifischen Seminar, was du entwickelt hast. Ja. Und bei diesem Seminar, die hier stattfinden, hier in dem Raum stattfinden, werden die Menschen oder die Seminarteilnehmer mit einer spezifischen Dramaturgie von Musik konfrontiert. Ja. Aber nicht als passive Konsumenten, sondern als jemand, 8-Stunden-Seminar, Tagesseminar, die da auch aktiv mitmachen müssen.
Ja, also ich habe ja festgestellt, braucht man sehr viel Zeit. Ja. Also ich muss sagen, 5 Jahre habe ich Tests gemacht mit einer Gruppe von meinen sehr guten Freunden und haben gesehen, was passiert eigentlich, wenn Mensch zu passiv Musik hört, wenn aktiv Musik hört, wenn dies und das. Also ich betreibe schon seit langer Zeit, sagen wir so, Forschung in diese Richtung und habe ich Ziel gesetzt, wie kann man Musik so maximöglich ansetzen, damit Mensch in kürzester Zeit sich regenerieren kann, sich heilen kann, damit Mensch praktisch dann also ich sag mal, also nicht nur von A nach B kommt, das ist einfach eine Sache, aber richtig wäre, nach 2 Stunden fühlt sich so wie in 2 Wochen Urlaub oder 2 Monate Urlaub. Oder nach 8 Stunden fühlt sich bei mir so, als wäre 8 Jahre Persönlichkeitsentwicklung gemacht oder 8 Wochen Urlaub gemacht. So, das war so mein Ziel, also spielerisch einfach so Sachen trainieren, Fähigkeiten trainieren. Ja, normalerweise früher habe ich jahrelang gebraucht, das zu erklären, zu sagen, wie kann man so in kurzer Zeit so intelligent, dank Musik, das Ganze verarbeiten. Und das habe ich jetzt geschafft, das habe ich erreicht. Und ich habe festgestellt, also wenn Menschen interaktiv Musik hören, also praktisch aktiv bedeutet immer, also müssen immer darauf achten, was kommt und entsprechende Entscheidungen treffen und umsetzen. So, dann wird die Sache immer besser. Das heißt, nach 3, 4 Stunden, das geht in Blut und Fleisch. Wir haben sehr viele Übungen. Diese Übungen muss ich alles erklären. Ich unterbreche sogar Musik, ich helfe Menschen zum Beispiel, ich erkläre alles. Mensch probiert das Ganze, setzen wir das um, machen wir das so spielerisch. Und dann nach 3, 4 Stunden plötzlich geht das so selbstverständlich. Wird alles so selbstverständlich, es geht in Blut und Fleisch. Und das geht richtig aufwärts, so wie eine Rakete. Also der Mensch wird immer fitter, immer klarer, immer deutlicher, immer belastbar. Und dann wundert man sich, wie fit man überhaupt ist und so. Und dann kann man theoretisch 20 Stunden so laufen und es wird immer fitter. Und dann haben Menschen festgestellt, nach diesem Seminar, sie fühlen sich in höchster Stress wie ein bester Urlaub. Also das heißt, dann tägliche, also Übertragbarkeit auf tägliche Realität zum Beispiel ist da und Wirkung tatsächlich überall. Das, was du hast das Thema Gesundheit angesprochen, du hast Vitalität angesprochen. Ein Faktor, den ich so ganz besonders bemerkenswert finde, ist, dass die unabhängig von der Tageszeit, das kann dann 3 Uhr, 4 Uhr, jetzt haben wir 2 Uhr morgens, ist das letztendlich völlig egal, dass die Auffassungsgabe und die Denkgeschwindigkeit also sich dramatisch entwickelt, zu einem Zeitpunkt, wo man üblicherweise völlig kaputt und müde sein müsste, ist es eben möglich, intensiv und komplex und kompliziert und nachhaltig und alles Mögliche und schnell zu denken, wenn man entsprechend durch eine, Musikkonditionierung gelaufen ist. Also wenn man zum Beispiel mit Musik ernsthaft auseinandersetzt, auf meine Art und Weise, dann Zeit spielt keine Rolle mehr. Also zur Zeit deswegen so spielt keine Rolle mehr, weil Denkgeschwindigkeit wird trainiert. Ja. Und Denkgeschwindigkeit hat sehr stark Einfluss auf Zeitgefühl und natürlich auf diese Leistung, die man so bringt. Ja. Und deswegen, also ich habe zum Beispiel festgestellt, egal welcher Zustand Mensch hat, sogar egal Uhrzeit, egal und Alter auch spielt keine Rolle. Das heißt nicht so, dass ein bestimmter Vorlieben für bestimmte Musik, einfach Mensch ist da, geht es nicht gut, hat sogar vielleicht Schmerzen ohne Ende und andere Probleme, andere Sorgen und das ganze Leben bricht zusammen. Also, und dann geht es überhaupt nicht gut. Und dann sage ich, wir hören jetzt Musik. Ja? Und was machen wir mit Musik? Lernen diese Energiemenge, also ich simuliere mit Musik, wenn man so will, tägliche Realität. Also ich simuliere diese künstliche Stress. Also was passiert? Mensch lernt erstmal diese Energiemenge, also Musik als Energiemenge mit Gesamtkörper wahrzunehmen und dann diese Energie aus dem Körper rausbringen, weil das Gleiche passiert auch in täglicher Realität. Also wir werden beeinflusst, Mensch ist müde, erschöpft, kaputt und so, weil er nicht verkraften kann, nicht verarbeiten kann. Und dann durch spezielle Übungen, Körper, also Energie folgt übrigens Aufmerksamkeit, deswegen erkläre ich dann, wie das genau geht. Ja, muss man Energie praktisch aus dem Körper rausbringen, indem man als Beispiel Geist trainiert. Also Geist trainieren kann man, wenn man ein Bühnenbild aufbaut, wenn man ein Bühnenbild wahrnimmt, wenn man jede einzelne Position vom Musiker zum Beispiel wahrnehmen kann und ganz genau beschreiben. Es muss alles nur gleichzeitig passieren. Körper und Geist gleichzeitig trainieren. Dann wird genau dieser Effekt funktionieren. Also das heißt praktisch, Körper beginnt sofort, sich von unnötiger Energie und Disharmonie zu befreien. Sofort. Und Mensch plötzlich wird sofort fit, Schmerzen verschwinden, Lebenskrise löst sich die Luft auf, also diese Harmonie entwickelt sich tatsächlich.
Und Mensch hat gelernt, wenn irgendwas mit mir passiert, ich kann sofort reagieren und sofort Entscheidungen treffen und sofort umsetzen. Das ist das Interessanteste bei dieser. Wenn du sagst Körper, Geist und Seele, ist das auch die Reihenfolge, mit der die Musik Genau. hier Also, ich habe quasi losgelegt oder präsentiert wird? Ich habe zum Beispiel festgestellt, also zuerst habe ich gedacht, Geist, also Seele, Geist und Körper, ja, habe ich erst mal gedacht. Habe ich gemerkt, das funktioniert so nicht, weil Seele zum Beispiel reagiert sowieso als Erster beim Musik hören. Also um Seele glücklich zu machen, muss man Ping machen und Menschen sagen, wie schön und so. Um Geist zu machen, glücklich zu machen, das heißt, Rhythmus, Melodie stimmt. Deswegen Profimusiker denken immer analytisch. Ja, sie bewerten diese Musik, zerlegen sie nach Rhythmus, Melodie und richtige Noten und so weiter. Und Körper kommt immer hinterher. In Wirklichkeit habe ich festgestellt, Körper hat größten Energieaufwand. Also Körper so viel Energie verbraucht und so viel an sich alles so zieht, dass die Seele praktisch auf der Strecke bleibt. Also wenn ein Mensch zum Beispiel mit Seele Musik hört, dann ein paar Minuten kann er noch hören, aber dann Körper meldet sich schon und schon alle Schwachstellen melden sich und so und dann der Mensch sofort wird runtergezogen und schon kann er sich nicht mehr konzentrieren, geht dann schlecht und so weiter und so fort. So, das heißt, wenn man richtig Musik hört, also wenn man nur Rosinen rauspickt, dann hat man da ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen. Und da habe ich gesagt, okay, und jetzt kann man Musik tatsächlich nehmen und Menschen trainieren, um Bezug zur Realität aufzubauen. So, zum Beispiel mehr wahrnehmen, mehr verarbeiten, mehr erleben, mehr überhaupt Leben genießen, sag ich mal so. Und dann habe ich einfach ein System entwickelt und ich teste, ob Menschen wirklich gut wahrnehmen können oder nicht. Also das heißt zum Beispiel, läuft ein Stück und egal was, und in diesem Moment ein Pferd zum Beispiel, Soundeffekt eingebaut. Und ein Pferd macht dann so ein Hieben, ja, sehr laut. Was passiert? Sitzen zum Beispiel 20 Menschen da und keiner hat das gehört. Obwohl der so laut war. Alle haben auf diese Musik konzentriert und haben drumherum nicht beachtet. Das heißt, was bedeutet das, wenn jemand zum Beispiel Straße überqueren will und achtet zum Beispiel vielleicht auf bestimmte Art irgendwas, aber kommt ein Pferd von der Seite, ja, und dann merkt das nicht, ja, da wird ein Pferd überfahren. Also man sieht sofort, also wenn man mit Realität zu tun hat, muss man maximöglich mit wahrnehmen, was dazugehört. Und Pferd auch gehört zur Musik, sag ich mal so, ja. Das heißt, man sieht sofort, Menschen haben sehr wenig geistige Verdauungskapazität oder psychische Verdauungskapazität. Das heißt, zusätzliche Informationen können überhaupt nicht verarbeiten. Aber im täglichen Leben passiert das Gleiche. Also Beeinflussung ist da, Pferd hat sich gemeldet, hat Hü gemacht, diese Schwingung ist da, Körper durchvibriert, aber der war nicht bewusst. Die wundern sich später nur, dass sie alle so müde und kaputt sind. Ja? Und deswegen durch einfache Tests zu schauen, ist das Mensch in der Lage, das wahrzunehmen oder nicht, ja, sieht man sofort, wie primitiv manchmal Menschen denken. Die hören Musik nur einseitig und irgendwas rauspicken, irgendwelche Sachen und eine Menge andere Informationen einfach überhaupt ignorieren, also nicht wahrnehmen. Und der Start, der Aufbau ist die Ansprache an den Körper, also mit die Musik, so dass die erstmal in den Organismus geht und dann kommt der Geist und dann kommt die Seele. Genau, das heißt, zuerst muss man, habe ich festgestellt, Körper trainieren. Und dann zum Beispiel, wenn man Aufmerksamkeit auf Gesamtkörper projiziert, dann hat man allein das schon, ich sag mal, als Denkgeschwindigkeit zum Beispiel Training bezeichnet. Also wenn ein Mensch zum Beispiel eine Hand sich konzentriert, dann, das ist dieser Energieaufwand, wenn ich jetzt zu gleicher Zeitpunkt in einer Sekunde muss an den Gesamtkörper denken, dann muss ich in einer Sekunde mehr Gedanken machen, um den ganzen Körper wahrzunehmen. Das heißt, wenn ein Mensch in der Lage ist, den ganzen Körper sofort wahrzunehmen, dann seine Denkgeschwindigkeit viel höher als bei Menschen, der nur in der Lage ist, seine eigene Hand zum Beispiel zu konzentrieren. So, das heißt, jetzt vergleichen wir mit Computer. Wenn ein Computer sehr langsam ist, dann kann er in einer Sekunde so viel vielleicht von Raum wahrnehmen, also anscannen. Computer schneller ist, er scannt diesen Raum komplett und erfasst alles komplett. So, das heißt, beim Menschen das Gleiche. Ein Mensch, der langsam denkt, wird nur so viel von Raum wahrnehmen, kann man so von Tunnelblick sprechen. Ein Mensch, der schnell denkt, nimmt komplett Raum wahr. Also Frage, welcher Mensch hat bessere Bezug zur Realität? Ja, die letztere. Ja, das heißt, der Raum komplett wahrnimmt. Ja. So, jetzt muss man weiterdenken. Also zum Beispiel nehmen wir als Beispiel Rhein-Main-Gebiet hier. Ein Mensch will einfach Autobahn überqueren. Einfacher Test jetzt. Also nimmt man diese Scheuklappen und einfach einen hellen Tag, einen Arbeitstag, wo wirklich Maximum Verkehr da,
Menschen sollte Autobahn überqueren. So, was passiert, wenn er Scheuklappen hat und links und rechts nicht beachtet und Bezug zur Realität ist nicht da? Dann wird es gefährlich. Wird gefährlich. Ja. Wie fühlt sich das an? Wahrscheinlich Todesängste, Unsicherheit und so weiter. Jetzt kann man kommen mit der Religion und sagen, vertraue Gott, vertraue dir, entspann dich. Da kommt Esoterik ins Spiel, sagen, entspann dich, lass dich führen. Also deine Schutzengel auch dabei. Wie fühlt sich das an? Trotzdem nicht gut, ja, unlustig, ja. So, das heißt, so ähnlich ist auch hier. Also, ob man will oder nicht, muss man tatsächlich mehr Bezug zur Realität aufbauen, wenn man überleben will. Das bedeutet, Mensch muss links und rechts beachten, mehr Gedanken machen, also mehr Bezug zur Realität bedeutet mehr Gedanken machen, so schneller, intensiver. So, bei Musik das Gleiche, 1:1. Wenn ein Mensch schneller denkt, dann nimmt das ganze Orchester komplett wahr, aber nicht nur eine Steil, nicht irgendwelche Trompete oder Schlagzeuger. Also ein Mensch, der langsam denkt, schafft gerade nur einen Teil von Orchester wahrzunehmen. Muss ständig gedanklich hin und her springen und hinterherlaufen. Also er kann diese Musik im Gesamten nicht richtig genießen, nicht richtig wahrnehmen überhaupt. Ja. Und wenn man zum Beispiel so Musik hört und dann, ich frage jetzt zum Beispiel, okay, wo stand Klavier genau? Und dann mit so, weiß ich nicht mehr. Und so, wie viel Geiger war dort zum Beispiel? Weiß ich auch nicht mehr. Also war überhaupt dort eine Geige? Ja? Oh, das weiß ich auch nicht. Ja? Also was für ein Bezug zur Realität. Ja? Also mit Musik kann man so trainieren, solche Sachen. Kann man sofort schauen, aha, wenn ein Mensch in der Lage ist, also wenn es nicht in der Lage ist, dann kann man trainieren, nach und nach alles wahrzunehmen. Also am Ende eines solchen Seminars habe ich diese Wahrnehmungsschulung durchlaufen und bin dann auch in der Lage, mit einem erweiterten Zugang zur Realität im normalen Leben zu agieren. Ja, genau. Das heißt erstmal das und nicht nur das. Wenn ich jetzt alles erzählen würde, was wir dort lernen und was das nutzt, dann brauche ich dann 3-4 Stunden dafür zum Beispiel. Aber ich jetzt erstmal Nötigste, Wichtigste erstmal. An erster Stelle natürlich Wahrnehmungsschulung mit drin. Das heißt, Mensch kann mehr wahrnehmen von der Realität, bedeutet sehr hohe Denkgeschwindigkeit, hat mehr Bezug zur Realität, bedeutet auch mehr Sicherheit. Mehr Sicherheit bedeutet mehr Entspannung. Also Mensch entspannt sich sofort. So, das heißt, umgekehrt als Beispiel, wenn man jetzt nimmt langsame Denkgeschwindigkeit. Langsame Denkgeschwindigkeit für viele Menschen sowas wie virtuell. Was ist das, langsame Denkgeschwindigkeit? Wer spricht schon darüber? Ich sage mal so, ganz einfach. Das ist vergleichbar mit Computer. Langsamer Prozessor bedeutet Prozesse, alle Programme laufen langsamer, alles bleibt hängen, nicht verarbeitet wird, weniger wird bewusst, weniger wahrgenommen, weniger verarbeitet. Heilung, Selbstheilung auch langsamer funktioniert. Also das heißt, bestimmte Sachen wegen Sicherheit, wenn gefährlich sogar. Ja, das heißt, deswegen sehr hohe Denkgeschwindigkeit, absolute A und O. Und genau auf das achte ich sehr und trainieren wir genau das. Ja, zum Beispiel. Und als Beweis dafür, dass alles funktioniert, ein Mensch wird in der Lage sein, hochkomplexe Prozesse wahrzunehmen, das ganze Orchester, die ganzen Nuancen wahrzunehmen, alles gleichzeitig mit Körper, mit Geist und Seele. Also alles gleichzeitig. Und dadurch entsteht dann genau dieses Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit, Fest in der Brandung, Gänsehautgefühl, Achterbahn von Gefühle. Also das heißt, was Menschen früher gesagt haben, ich habe Musik auch gehört, ich habe auch war begeistert. Diese Intensität jetzt wird 10-fach bis 100-facher stärker. Wenn man jetzt sich vorstellt, dass Musik ja Energie ist, diese Musik, wenn du zunächst den Körper ansprichst, in diesen Körper reingeht, dann könnte ja der irgendwann mal zu voll werden. Oder muss die dann nicht auch wieder mal raus? Genau, und an dieser Stelle habe ich festgestellt, wenn man Musik einfach so aufdrehen würde, einfach so Lautstärke, dann kann es sofort voll werden. Das heißt, sehr, sehr, sehr wichtig ist, Lautstärke richtig rechtzeitig anzupassen. Gleichzeitig auch sehr wichtig ist, auch ganze Elektronik richtig aufeinander abzustimmen, auch sogar Kabel untereinander. Lautsprecherkabel, Elektronikkabel, alles komplett. Ganze Elektronik selbst spielt eine große Rolle. Und Lautsprecher, Qualität zum Beispiel spielt eine große Rolle. Wenn ich jetzt 1 mm Lautsprecher verschiebe, habe ich schon eine ganz andere Qualität. Also 1 mm verschoben oder Kabel ausgetauscht und schon klingt das Ganze so, als wäre billige Kirmesmusik. Das heißt, Mensch akzeptiert diese Musik nicht mehr als Realität. Denkt, das kommt aus der Dose und das ist nicht echt und wehrt sich dagegen. Sobald ich echt mache, also sehr gute Qualität, und dann muss ich achten, das Lautsprecher aufeinander abgestimmt, Akustik, Raumakustik stimmt, Elektronik stimmt, und dann muss ich darauf achten, dass Reihenfolge von Musik stimmt.
Und jede Sekunde muss ich nur anpassen, weil ich muss immer schauen, wer sitzt heute da, welcher Zustand dieser Mensch hat. Und ich spüre und ich sehe zum Beispiel, dieser Mensch, aha, Moment, überfordert oder zu unterfordert, muss ich entsprechend nur anpassen. Auch Lautstärke muss ich sofort nur anpassen. Wenn du diese hohe Messlatte, die man ja auch hier sieht, wenn du diese hohe Messlatte an die Musik, die hier abgespielt wird, legst, ist denn die Qualität dessen, was du als Ausgangsmaterial hast, dann nicht auch extrem schwer zu finden? Oder kann man selbst aus schrottigen Sachen noch was machen? Genau. Das heißt, sehr schwer was zu finden, was wirklich sehr brauchbar, gute Qualität ist. Man sieht sofort, je besser Musikanlage, und man sieht mal Schlamperei von Musikproduzenten. Ja. Man sieht sogar, wie schlecht das abgemischt, wie schlecht aufgenommen, was für eine überhaupt miserable Qualität ist. Also zum Beispiel professionelle Musiker kommen zu mir, Musikproduzenten kommen zu mir und hören das alles an und selber schockiert. Also manche Musiker kommen hier mit ihren Musiksammlungen und sagen so, ich habe meine Heiligste mitgebracht, das ist die beste Qualität, die es gibt. Hören hier an, ganze Sammlung und nur eine einzige CD vielleicht brauchbar überhaupt. Der Rest ist einfach so schwach und so schlapp. Und Mensch selber als Musiker schockiert, sagt, warum habe ich das früher das zu Hause nicht gehört? Nur ganz einfach, Musikanlage, schlechte Qualität bedeutet Effekte. Ja, Mensch gewöhnt sich in diese schlechte Qualität. Ganze Gehör wird verbogen. Ja, so. Und als Musiker hört nur analytisch, ja, Rhythmus, Melodie stimmt und so. Und diese Nuancen beachtet nicht. Aber Seele beachtet alles. Seele reagiert wirklich auf alles. Deswegen so schlechte Musik, so schlechte Produktion, das ist seelische Metzgerei. Also das schadet total. Ja. Also das, was man, wenn man sich die Musik hier bei dir anhört, feststellen kann oder beziehungsweise sofort feststellt, ist, dass es ein Klangerlebnis ist, was von allem, auch Live-Aufnahmen mitten in einem weltberühmten Konzert und Orchester und Musikhaus, Oper, wie auch immer, bei Weitem übertroffen wird. Du hast das Gefühl, wenn du hier sitzt, dass du direkt neben den Musikern oder der Sängerin, dem Sänger sitzt, dass die 1,50 Meter von dir entfernt sind oder 1 Meter entfernt sind, dass 2 Meter nach drüben das Klavier oder wie auch immer, also dieser unmittelbare Eindruck des Mittendrin-Seins ist etwas, was ich in keinem Konzerthaus je in dieser Form erlebt habe. Genau. Ich habe sehr, sehr darauf geachtet, dass die Musikanlage sehr, sehr hoher Standard hat. Ja? Und arbeite ich weiter schon so sehr lange in diese Richtung, so über 20 Jahre entwickle ich das Ganze. Und tatsächlich mittlerweile Musikanlage gehört zu den besten Musikanlagen der Welt. Also Experten können das ja selber anschauen und sofort werden feststellen. Und was noch wichtig ist, ich habe festgestellt, Musik hier ist live als live. Also das heißt, bedeutet, reale Musiker, professionelle Musiker, die selber schon unendlich viel Erfahrung haben, wenn sie hier kommen, hinsetzen, sagen, es ist wirklich live als live. In der Realität ist es viel schlechter. Also ich schaffe solche Bedingungen hier, als Mensch denkt, das ist außerirdisch, also intergalaktisch. Und dann, was auch interessant ist, ich habe Folgendes gemacht, ich habe gedacht, okay, aber was ist besser, Musik 1:1 hören, wie es ist, oder auf meine Art und Weise? Und da habe ich dann professionelle Musiker, Dirigenten eingeladen, und die waren da und ich habe dann Fernbedienung in der Hand gedrückt und gesagt, bitte mach so Musiklautstärke anpassen, so wie es original so klingt. Und jeder hat das so abgestimmt und ich habe, wie gesagt, professionelle Klavierspieler eingeladen, dann hat er Klavier abgestimmt. Einer hat Flöte gespielt oder Schlagzeug und so weiter. Und so haben sie das alles gemacht und so habe ich auch gelernt und gesehen, aha, so klingt das Original. Und dann habe ich gesagt, Moment, und jetzt mache ich auf meine Art und Weise. Und dann habe ich dann lauter gemacht und angepasst. Nicht so viel, nicht so viel, sondern minimal angepasst. Und das Musik in den Körper reinzubringen. So. Und alle Musiker, alle haben gesagt, boah, das ist viel besser. Das ist besser als Original. Also das heißt, diese Know-how, diese Kunst besteht darin, nicht nur irgendwas musikalisch irgendwas zu machen, sondern Musik reinzubringen, in den Körper reinzubringen. Und deswegen muss ich bei Musik, wenn es Musik läuft, sogar 20, 30 Mal Musiklautstärke sogar anpassen. Also ich muss achten, wer sitzt heute da, wie muss ich akustisch diesen Raum ausrichten und so. Welche Reihenfolge muss ich Musik machen? Also spielt entscheidende Rolle. Also ich habe getestet, jahrelang übrigens,
Musik nach Zufallsprinzip abspielen. Bedeutet, nach 10, 15 Minuten, Menschen sind 80% total überfordert und können nichts mehr. Wenn man nach Zufallsprinzip. Also wenn ich jetzt nach meinem Prinzip mache, nicht richtig Reihenfolge, plötzlich alle werden immer fitter, immer fitter, immer fitter. Du hast gesagt, oder wir haben jetzt festgestellt, du steigst ein mit der Musik, die sich jetzt erst einmal, ich sag mal in Anführungsstrichen, um den Körper kümmert, auf den Körper gerichtet ist. Dann, und zwar, das vielleicht auch noch dazu, es gibt hier keine einheitliche Musikrichtung, das sind völlig unterschiedliche Sachen aus aller Welt, instrumental, Vokal, Klassik, moderne Musik, völlig wurscht, also ganz, ganz unterschiedlich. Und im zweiten Schritt ist es dann mit sehr viel weniger Aufwand, auch sehr viel weniger Energie, die Ansprache des Geistes als nächste mit auch konkreten Übungen. Also dass man dann... Das heißt, ich muss sagen, ich muss immer Menschen von dieser Konsumhaltung wegbringen. Das heißt, wenn man als Konsument sitzt da und dann, diese Musik gefällt mir nicht, oh, das ist gut, das ist nicht gut und so, Leute bewerten ständig irgendwas mit ihrem Geist, ja. Aber sie haben vergessen, es geht um Intensivtraining. Das heißt, Intensivtraining bedeutet, ich benutze nur Musik. Also als künstliche Belastung kann man sagen. Also ich benutze diese Musik, um mich selber zu trainieren. Das heißt, deswegen muss man es mal lernen, mit dieser Musik als Energiemenge überhaupt zurechtzukommen. Also das heißt, weil wenn man sagt, das gefällt mir nicht, im täglichen Leben gibt es sowas nicht. Gefällt oder gefällt nicht, Mensch wird trotzdem zur Kasse gebeten. Trotzdem muss er alles machen. Das heißt, und deswegen, ich habe gedacht, wenn man jetzt Körper als Beispiel trainiert, dann ich erkläre alles komplett, diese Übungen, also Aufmerksamkeit auf Gesamtkörper achten, zum Beispiel den ganzen Körper vibriert, spürt, nehme ich entsprechende Musik dafür, dass der Körper wirklich mehr spürt. Und zwischendurch sogar unterbreche ich diese Musik und sage, Achtung, das und das, pass auf, so und so. Wir haben das und das vergessen, also Achtung, so und so. Und man sagt, stimmt tatsächlich, ich habe vergessen und ich habe nicht daran gedacht. Also das heißt, durch dieses ständige Unterbrechen und Helfen wird Mensch immer mehr aufmerksam gemacht und probiert tatsächlich und merkt, wie tatsächlich wirkt. Also man sieht sofort auch an dieser Stelle sogar, wie Menschen eigentlich oberflächlich, manchmal schlampig so denken, weil ich erzähle alles und Mensch trotzdem tut das nicht. Ich frage, warum hast du es nicht geübt, warum hast du es nicht gemacht? Oh, ich dachte, ich lasse mich überraschen. Also es bedeutet, Mensch, der nichts tut, aber passiv einfach so sitzt da und erwartet irgendwas, wird sehr schnell feststellen, diese Reizüberflutung wird sofort kommen. Also diese geistige Verstoffung wird sofort kommen. Deswegen, ich muss immer unterbrechen, immer darauf hinweisen, immer machen, tun und dann, wenn es sofort funktioniert, Mensch geht sofort der nächste Stufe und trainiert sofort schon weiter Geist. Also Körpergefühl muss bleiben, Geist. Was wird Geist trainieren? Das heißt zum Beispiel akustisches Bild wahrnehmen. Also wo stehen Musiker genau, was genau, wie. Ein Bild ersetzt 1000 Worte. Also wenn ein Mensch ein Bild erfasst, dann hat er 1000-fache Geschwindigkeit erreicht, Denkgeschwindigkeit. Anstatt nur eine, er erfasst alles. So vergleichbar. Anstatt ein Wort, er erfasst das ganze Bild. Also ein Bild ersetzt 1000 Worte. So, das bedeutet, wenn ein Mensch nicht schafft, dieses akustische Bild zu erfassen, und das ist bei größten Teil der Menschen so passiert, dann muss man kleine Schritte gehen und einzelne kleine Schritte, das heißt nur eine einzige Musiker oder ein Instrument und den raushören und dann auf Nuancen achten und so, da erkläre ich nochmal wie genau, was genau, und dann kombinieren. Musikinstrument kombinieren mit Stimme, Musikinstrument kombinieren mit anderem Musikinstrument und so nach und nach geistige Verdauungs- oder psychische Verdauungskapazität erweitern. Das heißt, aber Körpergefühl muss die ganze Zeit bleiben. Das bedeutet, wenn ein Mensch sowas tut, dann ist es vergleichbar mit Jonglieren. Also Jonglieren heißt jeder Musiker oder jeder Musikinstrument vergleichbar mit einem Ball. Und übrigens im täglichen Leben passiert das Gleiche. Wir haben ein Lebensprojekt, Familie, Beruf oder irgendwas anderes. Menschen tut irgendwas. Das ist auch diese Bälle, die man jongliert. Und dann, warum jongliert ein Mensch diese Bälle? Weil er will im Leben was verbessern oder irgendwas erreichen und solche Sachen. Das heißt, ein Mensch will irgendwas erreichen, aber fehlt eine nötige Information dafür. Also stellt Fragen, sucht nach Lösungen, versucht Antworten zu bekommen. So, jetzt stell mal vor, ein Mensch jongliert, dreht am Rad und in diesem Moment kommt ein Ball noch dazu. Ein unbekannter Ball. Vielleicht ist das eine Lösung von einem Problem, die ich jetzt immer schon gewünscht habe. Gesucht habe. Vielleicht ist das mein Lebenstraum, den ich immer so haben wollte. Aber Mensch so viel mit diesem Jonglieren beschäftigt, dass er keine Energie mehr übrig hat für dieses Thema mit dieser Ball. Also wenn ich jetzt einen Menschen fragen würde, du jonglierst wie viele Bälle? Er sagt, ja, 3 Bälle kann ich jonglieren. Okay,
du kannst 3 Bälle jonglieren, ich schmeiße dir noch eine 4. dazu. Was passiert jetzt? Der Mensch sagt, oh, dann bricht alles zusammen, fällt alles auf den Boden. Im Leben passiert das Gleiche. Der Mensch jongliert an diese ganzen Projekte und dann kommt eine i-Tüpfelchen noch dazu und alles bricht zusammen. Warum nicht umgekehrt machen? Zum Beispiel durch Erhöhung von Denkgeschwindigkeit, durch diese spezielle geistige Verdauungskapazität erweitern, Mensch so weit trainieren, dass er zum Beispiel durch diese hohe Denkgeschwindigkeit hat noch Zeit nachzudenken, hat die Zeit zum Beispiel diese Ball zu beschäftigen. Das läuft plötzlich in Zeitlupe. Menschen, die da sitzen bei mir, die denken, nach einer Stunde schon 4 Stunden vergangen, obwohl es nur eine Stunde vergangen. Also Zeitgefühl verändert sich total. Das heißt, Mensch jongliert, kommt ein Ball auf ihn zu, da hat er so viel noch Kapazität und so und die Geschwindigkeit so hoch, dass alles langsamer erscheint. Auf einmal sagt, was ist ein Ball? Oh, das ist das, was ich immer gesucht habe. Das ist die Lösung von meinem Problem. Aber mir ist auch bewusst, ich habe schon 3 Bälle, ich kann nur 3 Bälle jonglieren. Also muss ich einen aussortieren. Ich muss einen aussortieren, ich muss da schneller denken, ich muss überlegen, welche kann ich aussortieren. Nach meinem geistigen Fundament oder psychischen Fundament, nach dieser Fähigkeit, nach aktueller Situation, muss ich momentan diese Ball zur Seite legen und diese aufnehmen. Ja. Und später wieder umgekehrt ändern. Ja? So, wenn man schnell denkt, wenn man das Ganze so trainiert, wird genau das funktionieren. Du hast jetzt noch auf einen anderen Punkt hingewiesen, den ich extrem spannend finde, dass bei dieser Musik für den Geist, wir haben von dem Bühnenbild geredet, wo sitzt der Sänger, wo ist das Klavier, wo ist die Trompete, wie auch immer, dass ich mit dem Geist trainiere, diese Dinge zu verändern. Dass ich also das Lautstärke oder auch Position, ich sage, dieser Sänger, der ist irgendwie ganz hinten links in der Ecke, den finde ich aber einfach toll, den hole ich mir jetzt mental nach vorne, gestalte also die Realität für mich neu. Ja, das heißt, ich habe auch vorher schon gesagt, wenn ich jetzt alle Nuancen erklären würde, hier bei 3-4 Stunden hier überhaupt diese Möglichkeiten, was noch trainiert wird, was noch bewirkt wird und so, aber dieser Punkt ist sehr wichtig. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, mit Musik kann man sehr gut eigene Lebensgestaltung trainieren. Das heißt, ich nenne das Ganze eigene Bühnenbild gestalten. Also ich nehme dafür zum Beispiel sehr schlechte Musikaufnahmen, wo sehr schlecht miserabel abgemischt wurde und man hört so vorgespielt, dass eine Stimme, die normalerweise vorne stehen sollte, steht vielleicht ganz hinten. Dann sage ich, ich hole diese Stimme nach vorne, ich stelle mir vor, diese Musiker vorne. Und diese Klavier werde ich nicht hier haben, sondern ich will da haben. Und stelle ich mir vor, das Klavier steht tatsächlich dort. So, und dieser Orchester ist für mich zu laut, sage ich mal so, weil, was wird laut? Also Lautstärke ist auch symbolische Darstellung für Entfernung. Also wenn es laut wird, ist es ganz nah. Stelle ich mir vor, jetzt ganz weit nach hinten, ein bisschen weiter, ganze Orchester zusammen nach hinten. Was passiert? Psyche korrigiert das sofort. Lautstärke wird leise. Wenn ich Stimme nach vorne hole, stelle ich mich vorne, plötzlich höre ich ihn vorne. Wie in Zauberei. Also stelle ich mir Klavier anstatt links, rechts, plötzlich ich höre ihn rechts. Also Psyche korrigiert das sofort. Und das trainieren wir. Also extra trainieren. Ich erkläre das Ganze, ich bringe es bei. Und dann frage ich erstmal, wenn ein Mensch jetzt von vornherein sowas nicht vorstellen kann, so einen Menschen nach vorne vorstellen oder Orchester da vorstellen oder Klavier so oder es miteinander kombinieren, dann Mensch erstmal nicht in der Lage, sich zu konzentrieren und eigene Lebensträume kann er auch nicht vorstellen. Also eigene Fantasie funktioniert nicht. Wenn schon ein Mensch das nicht vorstellen kann, wie sollte im Leben eigene Lebensprojekte vorstellen? Und umgekehrt, wenn ich Letzteres möchte, kann ich es hier trainieren. Genau, das bedeutet, sofort funktioniert. Und zwar gefahrlos. Ja, gefahrlos. Wir machen das so spielerisch. Spielerisch, das genau. Einen riesen Spaß auf einmal. Plötzlich wird es fast unheimlich. Also wenn eine Stimme hinten war, plötzlich steht vorne da. Ja. Und also das heißt für jemand anderen natürlich das nicht vorgestellt, bleibt Stimme natürlich hinten, aber das ist individuell. Oder plötzlich Stimme schicken wir nach oben und so plötzlich hört man tatsächlich oben. Denkt man, was passiert jetzt mit dem ganzen Körper, ganze Seele, korrigiert das jetzt von der. Also, und wenn man das alles funktioniert und wir dann entwickeln immer mehr, dann plötzlich wird einfach riesen Spaß machen. Also dass ich merke, ich kann mich konzentrieren, Psyche setzt das alles einwandfrei um und ich habe noch Gänsehautgefühl, Qualität und so. Im realen Leben passiert genau das Gleiche. Menschen berichten mittlerweile, wenn sie das so bei mir gelernt haben, jetzt können sie irgendwas vorstellen, sofort funktioniert. So, sie können bestimmte Sachen machen, sofort ordnet sich alles, strukturiert sich alles neu. Also sie können plötzlich auch Zukunft besser planen und besser verarbeiten, Informationen besser verarbeiten. Weil im Prinzip, wenn man auf Computersprache ausdrückt, wir trainieren gleichzeitig ja Arbeitsgedächtnis, also Arbeitsspeicher. Weil der Mensch muss pro jetzt mehr wahrnehmen können, mehr verarbeiten. Was passiert, wenn ein Computer Arbeitsspeicher sehr gering ist?
Also kann Computer nicht viel. Langsam. Ja, wird extrem langsam und dann kann er Schluss verpassen. Ja. Die dritte Stufe ist dann die direkte Musik, die direkte Ansprache mit Musik in Richtung Seele. Genau. Was bedeutet das? Das bedeutet normalerweise so, um Seele zum Beispiel in den Griff zu bekommen, ist immer, ich sag mal, leichter, Anführungszeichen, vergleichbar zum Körper in den Griff zu bekommen. Man sieht so vor, nur als Witz kann man so erklären. Also sitzt ein Mensch direkt vor jemand da und sag mal vor mir und ich sage, probier mal diesen Mensch jetzt hochzuheben mit Körper. Also einfach so richtig nehmen und sage, oh, das ist schwer. Also richtig Mensch hochzuheben. Also körperlich gesehen schwer. Also wenn ich es geistig machen würde, würde ich sagen, kannst du bitte aufstehen? Und schon Mensch steht auf, selbst von einem. Also Energieaufwand weniger. Und wenn dieser Mensch verliebt ist, dann seine Seele schwebt dann total, dann da braucht man ihm gar nichts zu sagen. Er macht dann selbst von einem schon alles. Ja? Also das heißt, das Gleiche ungefähr vergleichbar mit diese Prozesse. Um Seele glücklich zu machen, dann machen wir so einen Piepston und schon wird er sagen, ah, wie schön das ist. Ja, so diese Glocke macht dann Bing und dann schon, ah, wie schön, wie im Himmel alles. Ja. Und, aber einen Körper in den Griff zu bekommen und ihn glücklich machen, das ist schon ein gewaltiger Energieaufwand. Und deswegen muss als Erste trainiert werden. Damit einfach dann später für Geist wird leichter und für Seele wird noch leichter. Um Seele zu trainieren, natürlich habe ich extra ein Übungsprogramm entwickelt. Und dazu gehört auch Fantasie natürlich und so weiter. Und das muss man dann in der richtigen Reihenfolge miteinander gleichzeitig kombinieren. Wenn das funktioniert, dann sofort entsteht so ein gruppendynamischer Effekt. Das heißt, der Mensch praktisch kommt in diese Resonanz, kommt in diese Harmonie und sofort gibt es Gefühl, als, ich sag mal, kann man mit Orgasmus vergleichen, aber in Wirklichkeit ist natürlich noch, Leute berichten hier, bei mir sitzen da Schulungsteilnehmer, die sagen, das ist viel mehr als Orgasmus. Also so vergleichbar. Das ist einfach in Wirklichkeit so viel gleichzeitig passiert. Der Mensch denkt, dass es plötzlich mit Universum spricht oder so. Oder plötzlich auf einmal diese Verbundenheit der Kommunikation, diese Kapazität steigt. Also der Mensch kann plötzlich viel mehr wahrnehmen, mehr verarbeiten, fühlt sich sehr konzentriert, sehr entspannt, sehr geborgen, also lebendiger denn je. Also riecht besser, schmeckt besser, so alles sieht besser. Übrigens, dieses Klangbild, das ist auch eine zweite Bedeutung. Wenn man Licht ausschalten würde, aber Qualität so gut, dass der Mensch denkt, dieser Musiker steht genau da, aus Fleisch, aus Blut. Das bedeutet, auch Sehzentren werden aktiviert. Der Mensch hört Musik und plötzlich auf einmal seine Brille weggeschmissen, weil er sagt, oh, ich kann plötzlich scharf sehen. Alles plötzlich, auch das verbessert sich jetzt. Auf die gesundheitlichen oder auf die sonstigen Konsequenzen kommen wir gleich nochmal. Nur zum Verständnis, in dem Grundseminar, du hast ja zwei Musikseminare, in dem Grundseminar werden alle drei, Körper, Geist und Seele, angesprochen. Genau, mit Klang-Energieseminar. Genau. Und bei dem Seelenklang ist es dann nochmal ein Aufbauseminar, das sich dann spezifisch an die Seele Genau, also richtet. ich sage deswegen Aufbau, weil ich habe schon getestet, wenn man zum Beispiel Menschen kommen, die Grundaufbau nicht gemacht haben mit 8 Stunden, dann kommen sie als typische Konsumenten, die machen überhaupt keine Gedanken, sitzen da und erwarten irgendwelche Unterhaltung und sonst nichts. Und nach dem Motto, macht mich glücklich und so. Aber so funktioniert das nicht. Also das heißt, hier geht um interaktive Verarbeitung von Informationen. Also ein Mensch muss selber eine bestimmte Denkweise entwickeln, diese Denkweisen zu Hause täglich praktizieren. Weil hier zum Beispiel gibt es Unterhaltung und wer macht zu Hause diese Unterhaltung? Ja? Das ist ein komplett falsches Konzept, so funktioniert nicht. Deswegen, wenn ein Mensch das vorher gelernt hat, also bei mir zum Beispiel, diese 8-Stunden-Seminar, dann Aufbau, warum so Aufbau so wichtig? Weil ich habe gemerkt, es erfordert sehr viel Zeit, sehr viel Energie und diese Millimeter für Millimeter Körper, so Gefühle zum Beispiel zu beherrschen, das Ganze, das war funktioniert. Diese ganze Energiesteuerung, diese ganze Energiemanagement muss funktionieren und dann dauert noch Zeit, bis den Geist in den Griff zu bekommen. Nervensystem passt sich neu an, Verarbeitung von Informationen passt sich an, Intensität von Gefühlen passt sich an, das braucht Zeit. Und aus diesem Grund, Seele manchmal bleibt dann auf der Strecke. Und manche Leute machen dann nichts anderes wie Seminar wiederholen und merken tatsächlich, dass hier Verdoppelung von Qualität stattfindet. Wenn sie nochmal wiederholen, dann Verdreifachung. Also steigert sich als. Warum? Weil sie werden beim nächsten Mal noch mehr konzentrierter, noch mehr aufmerksam, noch mehr entschlossener, noch mehr Spaß dahinter steckt. Also sie gehen komplett anders an Sache rein. Also wenn jemand kommt zu mir und alles perfekt mitmacht, dann wird sofort alles perfekt.
So, nur leider ist nicht so, weil Mensch doch irgendwie Schlamperei da. Also Mensch sitzt da und macht doch nicht mit. Jeder Mensch bestimmt an der Realität selbst. Also wenn jemand erstmal... Ja, du musst es... man muss halt zur Ehrenrettung auch sagen, dass im Normalfall, wenn ich in ein Konzert gehe, wenn ich mir eine Operette im Kino oder wo auch immer, völlig wurscht anschaue, ist es ja immer das passive Konsumieren. Ja. Wir lernen ja nichts anderes. Fernsehen ist völlig egal, Internet ist das passive Konsumieren von Musik. Das ist die Norm. Und wenn man jetzt hier aufgefordert wird, aktiv bestimmte Dinge zu gestalten, muss ich ja diese gelernten Normen erstmal auch zur Seite schieben und sagen, okay, hier geht es um was anderes. Genau, hier ist zum Beispiel absolute Weltneuheit. Also das heißt, diese Denkweise muss man erstmal entwickeln, erstmal trainieren. Also wenn ich nie sowas gelernt hat, nie praktiziert hat und so, dann erstmal für Menschen so erstmal sowas unglaublich sagen, wie sowas überhaupt gehen. Ich erzähle sowas fleißig, ausführlich, detailliert. Trotzdem Menschen können nicht richtig vorstellen. Trotzdem praktizieren das nicht. Wenn das richtig erleben, hier bei mir erleben, dann jetzt macht dann Klick, Riesenklick. Dann bekommen sie richtig Feuer und sagen, jetzt weiß ich, was das bedeutet, jetzt, wie das wirkt und so. Ganz andere Qualität. Bei der Art der Musik, wir haben vorhin gesagt, es ist eine internationale Musik, es ist instrumental und vokal, es sind alle unterschiedlichen Musikrichtungen, die man sich vorstellen kann. Ist das, was, wir kennen das ja aus den Fotos von Emoto, das, was, ich sag mal so die positive, die liebe Botschaft von Musik, die dann zu den entsprechenden tollen Wasserkristallbildern geführt hat. Ist das ein Punkt, der eine Rolle spielt, und ist die Herzzahl, das ist ja auch so ein Punkt, der immer wieder diskutiert wird, oder ist das wurscht? Nach meiner Theorie, nach meinem Gedankenmodell, das, was ich jetzt erforscht habe und entwickelt habe, ist das wirklich wurscht. Warum? Weil es geht darum, wie ich schon sagte, ich benutze Musik nur als Energiemenge. Und mit dieser Energiemenge muss ich täglich Realität simulieren. Nicht mehr und nicht weniger. Also mit Gefühl für das richtige Maß. Also nicht irgendwas einschalten und irgendwie laut und vielleicht und fertig und so, sondern ich muss wirklich das Juwelierarbeit. Bei so einem Seminar muss ich sehr fit sein, wahrzunehmen, was da passiert. Kommunikation mit Menschen und so weiter, das und sehen und das richtig spüren, wahrnehmen und dann letztendlich dann richtige Reihenfolge, richtige Strategie entwickeln und so weiter. Rechtzeitig unterbrechen, rechtzeitig neue Übungen geben und so weiter. Das ist diese Know-how dahinter. Ja, und deswegen auch diese Herzzahl, zum Beispiel. Also ich sag mal als Beispiel, wenn man jetzt nimmt 432 432, Hertz, dann wird gesagt, das ist eine spezielle Harmonie im Körper, entwickelt sich und so weiter. Ich kann mir das vorstellen, das klingt komplett anders. So, nur, nehmen wir als Beispiel jetzt, Mensch fährt Auto. Und laut ADAC-Statistik, deutsche Autofahrer, einer von der aggressivsten wahrscheinlich in Europa, so, wenn man es so sieht. Da gab es jetzt vor kurzem einen Artikel in ADAC, da wirklich Kriege auf den Straßen läuft mittlerweile. Leute sind aggressiv und mit Ellenbogen und also wirklich bestehen auf ihr Recht und Druck ausüben, schreien. Selber schon ein paar Mal so gesehen, was passiert so. Und dann frage, wie viel Herz dahinter steckt, wenn jemand sich leidet. Ja? Also wenn jemand einen anderen verflucht und so weiter. Ja. Also wie viel Herz? 432 oder das bedeutet, also mit dieser Energie zurechtzukommen. Also deswegen entscheidet, Energie ist Energie. Es ist nicht böse Energie, nicht gute Energie, sondern muss man lernen, so flexibel zu sein, dass man alle Arten von Energie zum Beispiel wahrnehmen, zu verarbeiten. Dann wird ein Mensch tatsächlich in höchster Stress, wenn beste Urlaub leben. Ja. Du hast ein Beispiel, und damit kommen wir zum Schluss zu den Auswirkungen. Das sind ein paar Dinge, die phänomenal sind, wie ein hoher Stress, jemand mit Mobbing und so weiter. Und wie hast du das wegbekommen? Also ich finde, die Geschichte finde ich herrlich. Es gibt natürlich eine Menge Geschichten, aber eine davon, zum Beispiel eine Frau, sie arbeitet zum Beispiel bei der Bank, große Bank in Frankfurt, im Managementbereich und sitzt natürlich in einem Zimmer zusammen mit anderen. Und was passiert? Diese Menschen, die dort sitzen, untereinander riesige Spannung haben,
Schreien untereinander, Streitigkeiten und so weiter. Also im Prinzip Spannung so unerträglich, dass dieser Mensch praktisch sagte, sie muss sich öfter sich krank melden, weil unerträglich wird. Auch diese Schrei und so. Er hat dann Ohrensausen, dann Probleme. Und ich habe gesagt, das können wir mit Musik sehr gut problemlos wegkriegen. Er sagte, wie sollte es mit Musik gehen? Ich habe gesagt, nun probieren wir zum Beispiel so. Und dann hat sie hingesetzt und ich habe dann Straßenreparatur in New York zum Beispiel. Gibt es eine Luftpresshammer, ja? Also, Presslufthammer, genau. Presslufthammer, Ja. genau. So, und dann habe ich gesagt, so richtig Originalaufnahme, also richtig aufgedreht, das ganze Haus hat gewackelt und so, war so laut, ja. Und ich habe gesagt, und jetzt stell mal vor, diese Presslufthammer ist deine Lieblingsmusik überhaupt. Also du hast Leben lang geträumt, diese Geräusch, dieser Gerät einmal anzuhören, wie es überhaupt klingt. Ja? Genau. Und so, du hast Leben lang gesucht, wie klingt dieses Gerät. Ja? Und das ist das dein Lieblingsgeräusch, so als Musik muss man betrachten, nicht als Gerät, also als eine Störung, als Musik, pure Musik. Mit dieser Musik sich verschmelzen und dann sagen, okay, und jetzt, in Wirklichkeit jetzt, das ist kein Gerät, das ist dann deine Mitarbeiter, die sich so dich anschreien und solche Sachen. Und du musst einfach als pure Musik, als Genuss sehen. So, ich habe gesagt, okay, ich probiere, hat sie mitgemacht. Schon nach kurzer Zeit sagte, boah, unglaublich, ich liebe tatsächlich diese Plüsse. Das ist so, das macht riesen Spaß. Nie gedacht, dass so viele mechanische Geräusche da, so richtig laut und so, plötzlich so, macht so viel Spaß auf einmal. So, und dann ist sie zur Arbeit gegangen und saß da und hat telefoniert drumherum und dann sagte plötzlich so bewusst, Moment, bin ich heute allein im Büro? Ja, also kein da oder warum ist das so? Da dreht sich um und Mitarbeiter waren da und genauso geschrien, genauso laut, sie hat das überhaupt nicht wahrgenommen. Sie hat mit anderen telefoniert, ganz normal gesprochen, ganz normale Geschichte, aber diese anderen, die Stress verursacht haben, ausgeblendet. Komplett. Ja. Sie hat überhaupt keiner Mensch davon gehört. So. Herrlich. Ja. Es gibt andere Beispiele wie Erkrankungen wie Rheuma und so, was plötzlich verschwunden ist. Ich kann zum Beispiel sagen, neues Beispiel, eine konkrete Beispiel, jemand, der wirklich seit langer Zeit schon Knieprobleme, so schlimm, Rheuma und so weiter, konnte überhaupt nicht gehen. Also sollte eigentlich künstliche Kniegelenk da sogar rein und Mensch wirklich Schmerz und Erträglichkeit gehabt hat. Und, aber tanzt gerne und deswegen so leidenschaftlich. Ich will nochmal mehr tanzen nehmen, aber ich will diese künstliche Gelenk nicht. Und sagen, dann machen wir Musik. So, da kamen Menschen her. Wir haben mit Musik das ganze Übungen gemacht, erklärt und so. Was macht Musik? Also erstmal an erster Stelle Energie. Ja? Energie in Bewegung setzen, Selbstheilungsprozesse werden in Gang gesetzt. Gleichzeitig Versorgung im Körper funktioniert. Plus Seele wird aktiviert, also das heißt noch mehr Selbstheilungsprozesse. So, und dann diese Schwingungen, diese Harmonien, also Körper, Geist und Seele ordnet sich, strukturiert sich komplett neu. Alles, was stört, das, was nicht dazu gehört, fliegt sofort raus. Der Mensch fühlt sich sofort wie nur geboren. So, und dann haben wir Pause gemacht und ich habe diesem Mensch gesagt, so, jetzt, wir stehen auf, wir wechseln unsere Plätze, also praktisch verschiedene Plätze ausprobieren. Und dieser Mensch sagte, oh, darf ich noch mal sitzen bleiben, weil ich darf nicht aufstehen, mein Schmerzen so stark. Ich sage, nee, aufstehen. So, der Mensch steht auf, schmerzfrei komplett. Also mittlerweile schon ein Jahr vergangen, Tanzturniere, macht mit, alles komplett, alles schmerzfrei. So, das heißt nicht unbedingt, dass jetzt sofort in ein paar Stunden das ganze Knie war komplett neu gemacht, sondern ich habe Bedingungen dafür geschaffen. Diese ganze Harmonie, diese Durchblutung, diese Selbstregulation, also Selbstregulation komplett in Gang gesetzt, alles, ja. Und links und rechts, also Ausgleich, alles komplett. Was passiert? Körper hat Rest gemacht. Ja. Dank der Musik und dank eines solchen Seminars. Ja. Großartig. Ja. Herzlichen Dank. Ja. Liebe Zuschauer, eindrucksvoll, wahrlich. Wir blenden die Internetseite von Oleg Lohnes ein mit der Möglichkeit der Kontaktaufnahme. Es gibt, wie ihr gehört habt, ein 8-stündiges Basisseminar zum Thema Musik, zum Thema Mitmachen. Kein kein Konsumierungsseminar, sondern eines, in dem man wirklich mitmacht und dann mit entsprechenden Ergebnissen, Resultaten und Fähigkeiten auch nach Hause geht. Und ein 3-stündiges Aufbauseminar, das sich dann in allererster Linie an die eigene Seele richtet. Lohnenswerte und bemerkenswerte und in dieser Form sicherlich einmalige Veranstaltungen. Probiert es einfach aus. Ihr werdet erstaunt sein, mit welchen Ergebnissen ihr nach Hause geht und mit welchen Eindrücken, mit welch einem Erlebnis ihr nach Hause geht. In diesem Sinne, wie immer, ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.